Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Kelvin and the Infamous Machine. Wir haben in der letzten Episode in diesem Räumchen in der Bibliothek Isaac Newton kennengelernt, der einfach nicht seine Larry Potter Bücher weglegen kann, außer er wird wahrscheinlich gestört von Musik. Reicht das noch nicht? Sollte ich vielleicht mal drinnen gucken gehen? Aber ich glaube, dann wäre schon was passiert, oder? Ich weiß nicht. Gehen wir mal. Do I hear music? Ja, aber wahrscheinlich noch nicht laut genug, ne? Können wir hier einen Dingsbums bauen? Einen Trichter oder sowas damit? I'm not sure how those go together. Hier, der hat doch was, genau, Horn. I shall returneth thine horn forthwith, noble knight. Hat er das die ganze Zeit in der Hand gehabt? Habe ich das so übersehen? Können wir vielleicht? I don't think it'll fit. Okay, dann brauchen wir das Horn, denke ich zumindest mal hier hinten bei Robin Hood. Ich würde vorerst gern probieren, ob wir die Hand hier irgendwie reinbasteln können oder hier irgendwie anders das Ding stoppen. I don't want to break it. Die Briefe irgendwie. No, I'd rather not. Okay, also müssen wir irgendwie anders die Mechanik kaputt machen. I'm not sure how those go together. Na gut, dann weg damit. Dem O'Leary dahin können wir auch nicht helfen. Aber hier können wir eventuell das Horn pusten. That one doesn't count. My bow wasn't calibrated yet. Okay. Dann haben wir da schon einen Pfeil. Ich wüsste bloß noch nicht, was wir mit dem Pfeil machen sollen. Eventuell sollen wir den in die Vertäfelung... Huch, ich habe aus Versehen doppelt geklickt, dadurch ist er kurz gesprungen. Den in die Vertäfelung stopfen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen ja irgendwie auch den Musikwunsch der Herren oder die Musik der Herren lauter machen. Was ist das? Ein Anschlag? Nee, können wir nichts machen damit. Was ist hier? Under was? Under Reparation? Under reparation. Ah. It's locked up tight. Okay, es ist verschlossen. Eventuell können wir auch mit dem... Können wir das haben? Experience the breathtaking views of the historic Reginald Skeffington Memorial Tower. Skeffington accidentally commissioned this tower in 1612 when he thought a tower was the same thing as a bowling alley. Eventuell können wir mit dem Pfeil auch das Schloss aufbrechen oder sowas. Wir gehen mal zur Wiese. Oh, Äpfel. Gärtner, okay. Hier geht's nur zurück ins Dorf. Das ist nur der Gärtner. Salpeter. Oh, das können wir mit dem Schwefel mischen. Wir nehmen erstmal hier den Pfeil. Ganz langsam. Not too accurate, but you gotta admit the guy's got range. Nimm es. Not too accurate, but you gotta admit the guy's got range. Muss er so viel Range haben, dass er hier oben einen Apfel uns vom Baum schießt oder sowas zufällig? Stein. Salpeter. Kann ich das haben? Get your own. This stuff is pricey. Kann ich dich nicht irgendwie auszahlen? What are you growing? Big, juicy tomatoes. Yum. Oh, I don't eat them. I chuck them at comedians I hate. You're spending months growing vegetables just to throw them at comedians? Technically, they're fruit. How many tomatoes do you really need for that? Ideally, 3 per comedian. Sometimes they play off a tomato or two like it's all part of the routine. Third one breaks their spirit for good. Do you chuck that white powder at comedians too? The saltpeter? No way. Stuff is hard to come by. It's the best fertilizer around, but the Navy's always hoarding it to make gunpowder. Do you chuck that white powder at comedians too? The saltpeter? It's the best. Okay. Irgendwie ein bisschen davon? Whoa. Get your own. This stuff is pricey. Okay, also entweder müssen wir den abschießen. Keine Ahnung. Holzhand. That does not need a hand. Okay, wir haben hier hinten aber auch noch Stein. Perfect rock for having a good sit. That is, if it weren't under a terrifying apple tree. Okay.
Kann ich dem die Holzspäne hier reinflacken? I'm not sure how those go together. Okay, wir können auch nichts auf seinem Feld machen. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Wir kommen auch nicht... Tor. Apfelbaum. Kommen auch an keinen Apfel ran, oder? Apples! Don't let them near me. Okay, wir können die wahrscheinlich nur runterschießen mit der Hilfe von dem Typen. Aber er will den Pfeil auch einfach nicht nehmen. Briefe. Müssen wir die Briefe eventuell hier in den Briefkasten stecken? Was denn hier? It's Newton's mailbox. Okay, können wir... It's Newton's mailbox, now crammed with a bunch of random mail. Okay, dazu muss er aber ja trotzdem nach Hause kommen, um zu gucken, was in seiner Mailbox steht. It's locked. Okay, wir können den Pfeil so nicht nehmen, um irgendwas aufzumachen. Haben wir noch irgendwo andere Briefkästen gesehen, die wir jetzt füllen müssen? Eventuell muss ich den allen... Perfect rock for having a good sit. That is... Ja, ich habe aus Versehen drauf geklickt. Allen ihre Briefe bringen, oder? No thanks. Not a big reader. Okay. Hier ist kein Briefkasten. Das ist für die Bücher, um die wiederzugeben. Ich quatsche jetzt einfach mal jeden mit den Unterlagen hier an. Wollt ihr vielleicht Briefe? These guys aren't good enough to deserve fan mail. Was könnte man denn noch? Ich glaube, das ist noch nicht fertig, dieses Mörsergemisch. That does not need a hand. Sorry, buddy. We're a trio, and we're staying a trio. I'm not sure how those go together. Ist ein bisschen nervig, dass man das immer auf- und zuziehen muss. Es wäre cooler, wenn das Ding einmal offen bleiben würde und man könnte es dann einfach von Hand wieder zumachen oder so. Any chance I could get you guys to play a little louder? I'm sure everybody in the library would love to hear this. Sorry, friend. No requests. Unless you're requesting that we play the exact same song at the exact same volume forever. In which case, you got it. Okay. Eventuell, hier ist ja auch das Einlassrohr, so eine Art Verstärker. I don't want to draw... Nein, geh mal zur Seite. So, jetzt nochmal. I don't think it'll fit. Was sollen wir denn dann machen? Oder hier? That does not need a hand. Ich habe gedacht, als Ständer oder sowas vielleicht, aber wir nehmen mal jetzt nur das Rohr und die Musikanten. Eventuell, ich glaube, ich habe schon versucht, die Sägespäne reinzumachen. Wir probieren es trotzdem nochmal. I have to make sure nobody else makes the same mistake I did. Okay, also war das doch die Lösung, wie es scheint. Horn? Kann ich den Trichter eigentlich haben? This funnel is the greatest funnel I have ever seen. I must have it. You can't have it. But I must have it. But you can't have it. Können wir tauschen? Then I'll have a funnel, but no horn. Something tells me I'm gonna need both. Okay, wir brauchen beides. Explodieren wird der nicht unbedingt, aber... No, I'd rather not. Wir nehmen uns mal noch einen. Eventuell verstopft die Leitung auch oder sowas. Durch die Sägespäne. I've tweaked the settings to make it even more delicious. Ja, gib mir noch einen, aber sicher doch, was ist drin? Ja. Alright, sure. Hit me. That's the spirit. Fie, not again. Okay, schnell den Trichter holen, bevor er irgendwie guckt oder sowas. Yoink! Sehr, sehr gut. Was weiteres können wir hier nicht mitgehen lassen. Okay, wir haben jetzt den Trichter. Den müssen wir entweder hier unten beim Einlassrohr reinstopfen oder... Oh, confound it all! Oder drinnen, wollte ich sagen. Kommt er jetzt hierher? Oder geht er nach Hause? Ich glaube, der geht nach Hause, kann das sein? Können wir jetzt sein Glas haben? Ugh, this stuff is rank! It's gotta be useful for something. Oh, ich hab's. Schwefel. Können wir... Take that, sulfur! Serves you Mörser. right for smelling like butt. Wenn wir diesen Kram jetzt zur Salpeter dazu schmeißen, müsste dann nicht irgendwie es knallen, explodieren oder sonst irgendwas? Kann ich dem hier hinten einen Brief geben?
I don't think that will work. Okay. Ich denke mal, das Zeug ist auch nicht metallisch, ne? I'll need to pick the magnet up to do anything useful with it. Und das auch nicht, oder? I'll need to pick the... Bla bla bla. Na gut. Dann würde ich sagen, mal wieder raus hier. Was könnten wir denn noch? Die Hand ist nicht sinnvoll da hinten. Ich gehe mal wieder auf die Wiese und versuche erstmal, ob ich... Oh. Oh, okay. Der Typ ist auch weg. Was? Rechen? Kann ich den auch haben? Okay, eventuell können wir so einen Apfel von oben runterholen, der Newton dann eigentlich auf den Kopf fallen müsste, damit er das Gesetz der Schwerkraft und so kapiert. Sei Peter. Und das müsste ich jetzt rein theoretisch? Whoa, I think I just reinvented gunpowder. Jetzt überlege ich aber gerade, wo wir das reinkloppen könnten. Müssen wir es dem Robin Hood geben irgendwie? Was hier? Nur ein Stein. Oh, joy. You again. Hey, great! You stopped reading that book. I had no choice. The library is approximately as quiet as an opera about cannons. I might as well take a break and try to get some real work done. Now you're talking. What are you working on? Larry Plotter fanfiction, obviously. Oh, for crying out loud. Weren't you working on something before you started reading those books? What concern is it of yours? I'm a fellow scientist. I, too, seek answers to life's great mysteries. If you must know, I was researching the motion of heavenly bodies. You mean like supermodels? Planets, you dimwit. I was trying to determine what dictates the nature of their motion around the sun. You should spend some more time on that planet thing. I bet you're really close. To be honest, I had already been stuck for weeks when I stopped working on it. I hardly expect a solution to just fall out of the sky now. Looks like you have some mail. Oh, perhaps my Larry Plotter fan club application has been approved. Okay, hinterher würde ich sagen. Oh, wir können jetzt da sogar rein in Newtons Garten. Wow. So viel Zeug zum Angucken. Flamingo, Teleskop. Okay, hier ist aber sonst nichts. Noch ein Flamingo. I must say, I am somewhat impressed with your form. So impressed that you aren't going to kick me out? Ah! No. Okay, wir müssen wahrscheinlich bei den ganzen Sachen, die in seinem Garten stehen, die Position finden, bei der wir drinnen bleiben dürfen, damit er nicht erkennt, dass wir rausgeflaggt werden müssen. Probieren's nochmal. Hey, toll, Sie haben das Buch, Planetendingsbums. Ich habe gehört, Sie wüssten viel über Optik. So I heard you know a lot about optics. Yes, what of it? I have a question. What do you think would happen if, like, a meteor hit a volcano while it was, like, erupting? Oh dear. I'm afraid you've confused optics with utter nonsense. I'll be right back. Hooray. Willst du nicht wieder in deinen Garten gehen? Hat er es abgeschlossen? It's locked. Nein! Geh in deinen Garten! Wie bringe ich ihn jetzt dazu? Noch mehr Post? Kann ich ihn jetzt anquatschen und sagen, guck mal, Post. Ich glaube, da ist noch mehr Post. Sehr gut. Some more mail arrived. Well, that's odd. I wonder if this time it's actually addressed to me. Hinterher! Okay, sehr gut. In den Garten rein. Teleskop. Was haben wir denn noch? Büsche. Brunnen. Wir versuchen zwar mit dem Teleskop, obwohl ich nicht glaube, dass das passt. Well, here I am alone in my yard. Yep, just me and my telescope.
It's working. He can't see me. What's that you say, Mr. Telescope? There's an idiot behind you? Ugh, thanks a lot, Mr. Telescope. Oh, na gut, dann probieren wir es nochmal. Noch mehr Post. So, ich überspringe es mal ein bisschen, weil den kennen wir ja schon, den Einsatz. Und sobald wir wieder gehen können, schlendern wir dem jungen Mann hinterher in seinen Garten. Die Büsche werden es am Ende wohl sein. Oder der Brunnen. Uhren. Ich versuch's mal mit den Uhren. Ich glaube, er schmeißt uns wieder raus, aber ich würde This es guy gerne... sure likes his clocks. Okay, die können wir nur angucken. Eimer. Büsche. Thanks for the help, conveniently placed bushes. Kelvin, what did you do? Well, I certainly didn't just talk to some bushes. Kelvin, Isaac Newton is currently known throughout history Perfect! Mission accomplished. for having written the single worst fan fiction ever. Oh, okay. But how do we know that isn't what he's supposed to be famous for? The fan fiction is titled Larry Plotter and the Insufferable Nuisance in the Ugly Vest. Well, I mean, that could be anybody. Damn it, Kelvin! The temporal lattice is starting to unravel. I'll do what I can to stabilize it from here, but you need to fix whatever you did, and fast! Lease out! Na gut, zickige Lise. Dann schauen wir mal weiter. Büsche. Uhren haben wir schon angeschaut. Brunnen, was ist denn hier? There's a plumb bob hanging from the well. Kann ich das There's a haben? plumb bob hanging from the well. Nee, anscheinend nicht. Oder irgendwie abmachen oder so? That does not need to be raked. Na gut, dann schauen wir mal weiter. Werkzeugbox, das klingt gut. Eine Zange oder so? Nothing left in here. Na gut. Was ist denn hier in den Eimern? These are full of something dark and viscous. Oil, maybe? Wollen wir das haben? Brauchen wir das? No, I'd rather not. Wisst ihr, woran ich mich gerade erinnere? Kann es sein, dass der Hund eventuell an der Holzhand knabbern wird? Wir probieren das später natürlich aus. Schaukel ist gerade nichts, das ist nur der Brunnen. Kreisel. Okay, das Zahnrad müssen wir vielleicht... Rostiges Zahnrad ölen. The rust came right off. Amazing. Oh god, I sound like an infomercial. Und jetzt wieder da rein. Keine Ahnung, wozu das sinnvoll ist, aber... Ach so, das bewegt sich auch so. Dann müssen wir das Zahnrad vermutlich unten beim Minigolf benutzen. Hier geht jetzt nichts mehr. Okay, hier ist auch nichts. Kann ich auf seine Veranda? Auch nicht. Okay. Dann... Tja, dann würde ich sagen, war es das, glaube ich, was wir hier oben machen können. Ich gehe mal wieder raus. Zur Not können wir ja wieder hinein, denn offensichtlich bleibt sein Garten dieses Mal offen. Der schreibt weiter fein seine Fanfiction. Muss ich hier was haken? Ich glaube nicht. Das ist bestimmt eher weiter hinten oder so. Wir versuchen uns jetzt zuerst hier an dieser offenen Vertäfelung, indem wir das hier reinbauen. Geht das? Uh-oh. Looks like this ball return has a faulty, transistor. A faulty what? Transistor. It's highly technical. Fortunately, I have a replacement right here. Go ahead, take a test shot. Good as new. Okay, bye. Hinterher! Nicht in die Seitenstraße, ich hätte ihn gern von hier. Wo ist er? Da, Ball. Gib ihn mir. So, eventuell ist der Hund auch auf dem Ball scharf. Werden wir ja gleich sehen, wenn wir dann hinten bei den Leuten sind. Was war denn hier? Müssen wir nochmal tröten eventuell? Ich tröte einfach nochmal. Mal sehen, was passiert.
Oh no, said Larry. We'll never defeat the Gorpus without a super smart math magician. Huh? Those guys are hacking. This is... Okay, wir müssen also irgendwas mit seinen Pfeilen oder so anstellen oder ihm geben, keine Ahnung was. Aber liebe Leute, ich habe gerade erschrocken festgestellt, dass wir schon wieder mehrere Minuten über dem Ende der Folge eigentlich sind. Deshalb mache ich an der Stelle mal einen kleinen Cut und wir legen morgen wieder los mit Let's Play Kelvin and the Infamous Machine. Bis dann. Tschüss.